Hallo meine Lieben, ich bin dieses Wochenende in Mainz und treffe mein altes Team aus Deutschland endlich mal wieder nach vielen Jahren. Und da das Wetter nicht so schön ist, dachte ich mir, es wäre eigentlich was Cooles zu machen, wenn wir ein bisschen plotten würden. Und das so für T-Shirts oder Taschen. Aber ich bin mit dem Zug unterwegs und da will ich jetzt natürlich nicht den großen Plotter mitnehmen, sondern nur die Cricut Joy. Und da haben wir aber das Thema, für T-Shirts und Taschen und solche Sachen wäre es ja eigentlich schon gut, wenn man größere Plots haben würde oder die Möglichkeit hat, größere Plots zu erstellen. Die Cricut Joy ist natürlich in der Größe eingeschränkt. Und ich habe mir so ein paar Varianten überlegt, wie ich das trotzdem machen kann, dass ich da große Designs erstellen kann. Und ich dachte mir, das ist eigentlich auch gleich eine gute Gelegenheit, um euch das zu zeigen. Ich habe 4 Varianten und die seht ihr auch gleich nach dem Intro. Um euch zu zeigen, wie ich die Designs mache, das mache ich kurz auf dem PC oder auf dem Laptop, weil das ein bisschen einfacher geht, damit ihr das auch wirklich seht. Aber dann zum Ausplotten gehe ich rüber aufs iPad. Jetzt haben wir das Thema bei der Cricut Joy ist der maximale Schneidebereich 11,4 cm x 30,4 cm, wenn ihr die lange Schneidematte habt. Und ich wollte euch eben 4 Möglichkeiten zeigen, wie ihr trotzdem ein größeres Design machen könnt, eben mit dieser Schneidematte. Das erste Design ist das hier. Und zwar, wie ihr von sowas, und ich habe hier oben die Joy ausgewählt, damit es mir dann auch ein Warnzeichen gibt, wenn ich größer gehe. Das ist das Design, das ich machen werde. Und wenn ich jetzt versuche, das hier, das ist die Originaldatei und alle Designs sind hier aus den Designs raus. Wenn ich das jetzt so groß mache wie das andere, seht ihr, dass ich hier ein Ausrufezeichen bekomme. Das heißt, das ist zu groß. Sowas lässt er mich nicht schneiden. Und was ihr hier ganz einfach machen könnt, ihr könnt das Design zerlegen, so dass ihr 3 Teile habt und so könntet ihr jetzt den hier ausplotten, das hier ausplotten und das hier ausplotten. Jetzt haben wir da das Thema, dass das Trick noch ein bisschen zu groß ist, tatsächlich. Und ihr könnt da einfach am besten alles markieren, damit sich alles gleich groß in der Größe verändert. Natürlich gucken, dass das Schlösschen aktiviert ist und jetzt gehen wir da ein kleines Stückchen kleiner, bis das Ausrufezeichen verschwindet. Jetzt ist es weg. Das heißt, das hier ist die Größe, die ich jetzt mit der Joy ausplotten kann. Und ihr seht, das Gesamtdesign ist 21,6 mal 22, rund 2 cm. Ne? Also massiv größer als das, was hier angegeben ist. Aber wenn ihr eben Designs aufteilt, dann könnt ihr die so wunderbar ausplotten. Ich lösche das hier kurz, weil eben ich habe das hier drüben schon mal gemacht. Und ich habe es gruppiert, aber ich werde es dann nachher nochmal zerlegen, wenn ich das auf dem iPad dann verwende, um das auszuplotten. Im Moment lasse ich so, dann weiß ich gleich, dass das eins ist, was ich euch schon gezeigt habe. Also hier einfaches Design, wenn ihr einfach wenn das so angelegt ist, dass man das wirklich zerlegen kann, könnt ihr eben wunderbar auch größere Designs machen. Blende ich das aus, gehen wir zum nächsten. Das nächste, was ich euch zeigen wollte, wie ihr aus so einem Design so ein großes Design machen könnt. Und wenn ich mir das hier angucke, da sind wir bei 36, rund 36 cm mal 33 cm. Ne? Also schon eine ziemliche Größe. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ganz einfach das hier genommen und habe das zerlegt. Und bei dem Design hier reicht es nicht, wenn ihr das einmal zerlegt, sondern ich habe das Happy und Y'all, weil das beides schwarz ist, hat man das auch zusammengelegt. Und jetzt ist die Frage, ich kann hier nichts zerlegen. Wie machen wir das jetzt? Das heißt, ich dupliziere das kurz mit hier oben einfach duplizieren.
Dann mache ich das wieder an genau dieselbe Stelle. Und jetzt nehme ich quasi das erste, gehe hier auf Kontur und dann blende ich hier alles vom oberen Bereich aus. Also das ganze Happy mit den ganzen Innenteilen blende ich aus. So, das heißt, das hier oben ist ausgeblendet, das hier unten habe ich noch. Das merkt ihr auch, wenn die Box dann nur noch hier und beim unteren Schriftzug ist, dann klicke ich hier drauf und jetzt mache ich dasselbe mit den Bereichen hier unten. Kontrolliere das kurz, irgendwie erwische ich hier nicht alle Teile. Joel stimmt hier und hier habe ich aber noch Teile drin und fälschlicherweise solche, die ich weggelöscht habe oder ausgeblendet habe. Das P hier müsste natürlich noch da sein. Dafür hier unten das L, L, Y. Gucken wir uns das nochmal an. Mir fehlt hier oben immer noch das P. So, jetzt. Nee, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein kleines Teilchen. Jetzt aber. Jetzt haben wir es. Dann kann ich das Joel auch wieder sichtbar machen. Und jetzt müssten das alles einzelne Teile sein. Das heißt, die einzelnen Buchstaben hier plus das Happy und dann das Joel. Jetzt markiere ich das und jetzt vergrößere ich das so lange, bis ich irgendwo ein Ausrufezeichen erkenne. So, jetzt habe ich hier das erste Ausrufezeichen. Da gehe ich noch ein bisschen zurück, bis es wieder verschwindet. So, jetzt ist es weg. Und wenn wir uns das angucken, wenn ich alles markiere, dann seht ihr, dass wir hier auf 36 cm mal 32 cm sind. So kann ich das eben auch ausplotten. Auch das lösche ich wieder, weil ich eben das Ganze schon vorbereitet hatte. Dann das nächste, was ich euch zeigen wollte, wenn ihr solche Designs habt, die ihr nicht per se unterbrechen könnt oder nicht zerlegen könnt, weil der Kürbis ist ja ein Stück, das heißt, das wird ein bisschen schwierig hier. Was ich hier mache, ist, ich füge ein Viereck ein. Und dem sage ich, sag mal, wir wollen das Ganze in 2 Bereiche aufteilen. Ich sage dem Ganzen hier, es soll von der Größe her, nehmen wir mal 12 cm mal 34 cm. Andersrum. 34 mal 12. So, jetzt. Das ist ein Stück. Und das dupliziere ich gleich nochmal. Und dann zoome ich rein. Das A, ich bringe die hier horizontal zentriert. Und dann zoome ich rein, damit ich hier, also ich gehe mit der Pfeiltaste einfach hoch, bis sich die ein bisschen überlappen. Ihr seht hier, so in ungefähr so viel sollen die sich überlappen. Und kurz gucken, markiere ich die beiden und sage vom Anordnen her, die sollen kurz in den Hintergrund. Wir machen das wieder kleiner, damit wir hier auch wieder etwas sehen.
Und da das Welcome Fall, das muss ich in einmal ausschneiden. Das heißt, ich brauche hier nochmal eine Form. Und die muss sein 11,4 mal 30,4, was das Maximum ist, ne? Also hier von der Breite 30,4 und 11,4. Das ist das Maximum, was ich in einmal plotten kann. Ich gebe auch das kurz in den Hintergrund. Jetzt lege ich in den Hintergrund. Will er nicht. Dann nehmen wir das in den Vordergrund. Ich gebe dem kurz noch eine andere Farbe, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Weil was ich jetzt versuche, dass das Welcome und das Fall alles in diesem Rechteck drinne Platz hat. Ihr könntet logischerweise auch das noch zerlegen, aber ich wollte das eigentlich alles an einem Stück haben. Muss noch ein bisschen kleiner werden. So sollte das Platz haben. Jetzt löse ich hier, also ich trenne das beide oder zerlege das. Und dann sehe ich, dass ich beim Fall und Welcome kein Ausrufezeichen habe. Das heißt, das reicht von der Größe her. Nee, stimmt nicht, ne? Da habe ich immer noch eins. Also markiere ich nochmal den Kürbis und den Schriftzug und mache das nur ein bisschen kleiner. Einfach bis ich beim Fall, das heißt hier, dieses Ausrufezeichen verschwindet. So, jetzt ist es weg. Das heißt, das ist meine maximale Größe, wenn ich das Welcome Fall nicht zerlegen will. So, das war der erste Schritt. Können wir das hier wieder löschen. Jetzt blende ich das Welcome Fall blende ich aus, weil damit will ich im Moment gerade nichts mehr machen, sondern was ich jetzt machen will, ist den Kürbis zerlegen. Ich mache hier auch kurz die Farbe ein bisschen anders. Eines hellblau, eines orange, damit ihr das auch seht. Dann lege ich hier den Kürbis drüber. Mach so Hälfte. Machen wir es so. Den dupliziere ich noch. Und dann markiere ich beide Kürbisse und sage anordnen, nee, ausrichten, zentrieren, so dass die schön übereinander liegen. Platziere die nochmal genau da, wo ich die haben will. So, jetzt haben wir die beiden Kürbisse plus die beiden Quadrate. Eins orange, eins hellblau. Wir machen zuerst das hellblaue. Das heißt, ich blende hier den ersten Kürbis, den blende ich aus und auch das Orange blende ich aus. Dann markiere ich die beiden und sage beschneiden. Und was ich davon jetzt behalte, ist eigentlich nur der hellblaue obere Teil des Kürbisses, das hier, ne? Alles andere kann ich löschen. So, jetzt blenden wir das kurz aus, den anderen ganzen Kürbis wieder und auch das orange Rechteck. Markiere die beide und zerlege die. Und auch hier brauche ich den unteren Teil hier nicht mehr. Dann brauche ich diesen Teil nicht, diesen Teil nicht. Und das hellblaue kann ich wieder einblenden. Und jetzt seht ihr, dass ihr den wieder ganz habt, aber der überschneidet sich leicht. Und wenn wir da ein bisschen reinzoomen, dann gehe ich hier mit dem Pfeil so ein bisschen rüber, weil dann seht ihr nämlich auch, dass die hier eine Überlappung haben. Und das hilft dann jeweils, das ganze Design zusammenzubauen. Dann mache ich diese beiden Teile ganz einfach grau oder schwarz. Dann haben wir hier eben noch dieses Welcome Fall, was dann wieder wunderbar da reinpasst, wenn wir es dann wieder zusammenbauen. Und ihr seht, die komplette Größe ist jetzt fast 20,5 oder ein bisschen über 20,5 mal 21,6 und eben auch größer als diese 11,4. Ne?
dann habt ihr das Design so quasi schon aufbereitet und eben größer, als das mit der normalen Matte möglich ist. Jetzt habe ich hier noch ein Ausrufezeichen, das gefällt mir nicht so ganz. Der Teil hier ist zu groß. Muss ich das Ganze noch mal markieren und ein ganz kleines bisschen kleiner werden. So, jetzt ist es weg. Das heißt, ich bin trotzdem immer noch bei 20,1 mal 21,16, also immer noch wesentlich größer als die 11,4. Ne? Das war dieses Design. Und die vierte Möglichkeit, die ich euch zeigen wollte, ist, wie ihr aus einem Schriftzug so quasi einen Farbverlauf-Schriftzug machen könnt. Und ich würde sagen, ich will da 3 Teile haben. Das blende ich kurz wieder aus, damit wir was sehen. Und hier mache ich das jetzt mit dem Schlösschen zu auf eine Breite, die maximal eine 30,4 ist. Dann wissen wir, das wird die maximale Breite sein, die möglich ist. Dann haben wir in der Höhe fast 20 cm. Wir machen mal 7, 14, 21. Wir machen 7 cm. Das heißt, ich füge hier auch wieder so ein Quadrat ein, sage von der Breite her, machen wir hier 34, einfach damit ich das nachher noch fassen kann, und in der Höhe 7. So, das ist ein Balken. Dann nehme ich hier kurz diesen Schriftzug und dupliziere den 3-mal. Den brauchen wir 3-mal, weil wir machen 3 Streifen. Auch hier wieder zentrieren. Na? Das ist das, womit wir nachher arbeiten werden. Das sind die 3 hier. Und die blenden wir alle kurz aus. Und dann nehme ich hier meinen Streifen und dupliziere den auch 2-mal. Ich mache da kurz auch andere Farben, damit wir das ein bisschen besser erkennen. Weil was ihr jetzt machen müsst, die überlappen wir nicht, sondern die sollten sich also wirklich schön Linie an Linie liegen. Das heißt, ich kann hier einerseits das kurz horizontal zentrieren. Und dann gehe ich hier rein, damit ich die Linien besser erkenne. Noch ein bisschen, 250. Jetzt gehe ich hier mit der Teiltaste hoch, bis das Linie auf Linie liegt. Na, so, das erste. Dasselbe hier mit dem. Dem auch noch kurz eine hellere Farbe, damit ich das ein bisschen besser sehe. So, jetzt ist es übereinander. Dem auch noch eins und dann haben wir das wunderbar alles schön angeordnet. Und die beiden hier gebe ich wieder unter die Schriftzüge. Und jetzt kann ich nur diese Rechtecke nehmen und die von der Höhe her so verteilen, wie ich gerne die Farbunterteilung haben möchte. Ich gucke hier, das Welcome, dass das in einer Farbe bleibt. Hier, das passt, dass es im hellblauen drinne bleibt. Jo, alles andere passt. Ich gucke einfach, dass jeweils nicht zu kleine Teile dann noch irgendwo in der anderen Farbe drinne liegen. So, jetzt machen wir es auch wie vorhin. Wir nehmen jetzt eins nach dem anderen. Das heißt, ich nehme das Gelbe hier hin, markiere die beiden und sage beschneiden. Und was ich hiervon behalte, ist nur die gelbe Schrift. Das heißt, das geht weg, das geht weg, das geht weg. So, dann blende ich das aus, gehe zum zweiten, nehme hier auch wieder. War das die Mitte? Nee, das war die Mitte. Nehmen wir den, blende beide ein und sage auch hier beschneiden. Und auch hier behalte ich nur dieses hellblaue. Das heißt, das geht weg, das geht weg.
Und das geht weg. Jetzt haben wir schon Gelb und Hellblau. Blende ich wieder aus. Dafür blende ich die beiden ein. Mache auch hier wieder bei Schneiden. Kann ich auch das löschen, das löschen, das löschen. Und wenn ich jetzt alles einblende, seht ihr, dass wir hier schön diesen Farbverlauf haben. Und das gesamte Design ist 30,4 cm mal 19,8 cm. Also doch schon eine ziemliche Größe. Und das war eigentlich schon die Vorbereitung, die ich machen wollte. So, jetzt machen wir hier weiter. Ich habe die Joy auf dem Tisch. Wie gesagt, damit geliefert wird die kleine Matte, aber ich verwende hier die große Matte, um so viel Platz zu nutzen wie möglich. Ich habe den Schneider, den Cricut-Schneider hier noch auf dem Tisch, um die Folien zurechtzuschneiden. Und eben mein iPad. Und jetzt kann ich da eigentlich ein Projekt nach dem anderen machen. Und einfach noch wenn ihr nur mit dem iPad arbeitet, dann müsst ihr die Maschine ganz vorne beim Einstieg auswählen. Aber alles andere steht auch zur Verfügung. Hier das Zerlegen, das Verschweißen, die Kontur, wenn ihr einzelne Elemente eines ganzen Designs ausblenden wollt. Das habt ihr hier alles auch. Das geht damit auch. Jetzt brauchen wir hier oben das natürlich nicht. Das blende ich aus. Und wir starten einfach mal mit diesem Trick or Treat. Ich mache mir das jeweils einfach und gucke am Anfang kurz, welche Farben ich verwenden will. Aquamarin, Ocean Blau und dieses Sonnengelb. Ich glaube, die passen alle drei wunderbar zusammen. Das heißt, ich lasse die Farben so, die widerspiegeln genau das, was ich haben will. Und ich schneide mir jetzt die Folie zurecht, respektive ich kann jetzt hier eigentlich schon auf Weiter gehen. Sage mit der großen Schneidematte weiter. Mit dem Orangen scheint er ein Problem zu haben. Also muss ich das ganze Design noch ein kleines bisschen kleiner machen. Versuchen wir es nochmal. So, jetzt. Ich musste so ein kleines Stückchen kleiner machen. Da könnt ihr einfach die Größe anpassen. Natürlich alle drei jeweils markieren, bis es passt. Aber ihr seht, ich habe jetzt die orange Matte, die dunkelgrüne Matte und die Mintmatte. Dann kann ich sagen, bei jedem Element natürlich spiegeln, ne? Weil wir haben ja eine Flexfolie. Dann sage ich weiter. Und was ich hier jeweils auch gucke, ist, wie groß muss die Folie sein. Na, hier weiß ich, die 11,5 sind es in etwa, 11,4 für die ganze Seite. Und hier unten gehe ich auf 22. So, dann gehe ich wieder aufs erste. Sage weiter. Und das nehme ich ein Everyday Iron-On. Dann kann ich hier mein Material auf die Matte drauf bringen. Dann das Ganze laden. Und dann kann ich hier schon Los sagen. Und wenn er fertig ist, sagt er mir das auch. Und ich kann das Material rausnehmen. Das war das erste. Dann das zweite ist auch logischerweise wieder ein Everyday Iron-On. Da habe ich das dunkelgrüne. Dann können wir hier auch laden. Und los sagen. Dann auch hier wieder sagen, okay, rausgeben. Und dann kommen wir noch zum letzten, auch Everyday Iron-On. Und auch das bringen wir hier wieder schön rauf.
So sollte das passen. Können wir auch das laden. Und das auch wieder auswerten. Das war schon mal das erste. Ich schneide das jetzt alles zu, auch die anderen Designs, weil das funktioniert jetzt eigentlich quasi alles gleich. Das brauche ich euch nicht alles zu zeigen. Und dann komme ich wieder zurück, wenn ich das alles geschnitten habe. So, ich bin mit dem Ausplatten fertig und jetzt können wir eigentlich nur noch das Ganze entgittern. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the So, das war schon mal das erste Design. Kommen wir zum nächsten. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try. So, das war schon die nächste. Und ihr seht, ich gehe da echt nicht zimperlich um mit der Folie, weil ich die Folie halt schon sehr gut kenne. Das ist die von Siza und ich liebe die halt einfach damit zu arbeiten, weil sie super, also sich wirklich super entgittern lässt. Und eben die Cricut Joy schneidet die wunderbar. Also da hatte ich wirklich bisher nie wirklich ein Problem mit. Everyone to see me, I play my games. But I just end up looking like a showcase. I haven't myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. So, das war's schon und jetzt können wir eigentlich auch schon zum Pressen übergehen. So, dann können wir eigentlich, wie gesagt, schon ans Pressen gehen. Was ich jeweils mache, ich lege das so auf den Stoff auf, wie das ungefähr zusammenkommt, damit ich weiß, wo ich das platzieren will. Ich habe heute jetzt keine Taschen oder T-Shirts, sondern es ist mehr ein Stoff als Beispiel, den ich dann verwenden werde, um zu zeigen, was man eben machen kann. Dann kann ich dann den später noch zu irgendetwas verarbeiten. Ich habe die Heat Press und zwar habe ich die auf 150 Grad 30 Sekunden eingestellt. Die ist auch gleich schon soweit. Und dann können wir hier den Stoff zuerst vorpressen. Das dient einfach dazu, dass die Restfeuchtigkeit rausgeht und dass die Falten bei mir jetzt vor allem auch rausgehen. Dann kann ich das mal so hinlegen, wo ich das dann haben will. Und dann löse ich, mal gucken, was zu oberst ist, das Or nehme ich weg und das Treat nehme ich weg und lasse nur das Trick hier drauf liegen. So, und dann kann ich das schon mal kurz pressen.
Das mache ich auch nicht 30 Sekunden, sondern so 5 Sekunden. Es geht einfach darum, dass ich die Trägerfolie lösen kann und meine hier ist ein Hot Peel, das heißt heiß abziehen. Dann kann ich die nächste Folie drauf machen. Das müsste hier eigentlich so dieses Ohr, das O und das R müsste hier reinpassen. Ihr könnt ein Backtrennpapier nehmen. Ich mache da jeweils einfach wieder die Folie von vorhin drüber, damit, weil ihr dürft nie direkt mit der Heat Press auf eine Flexfolie drauf. Die schmilzt euch sofort. Das wird gar nicht gut. Das heißt, jetzt müsste ich die beiden eigentlich auch schon abziehen können. Das passt wunderbar. Klappt ihr hier nur kurz so ein bisschen zurück. Nee, nehmen wir es ganz weg. Und dann kann ich noch die letzte Folie drauf machen. So, jetzt nehme ich trotzdem ein Backtrennpapier. Es geht eigentlich fast am einfachsten, aber auch hier im unteren Bereich jetzt zuerst mal so 5 Sekunden. Und ihr könnt es auch vorsichtig ablösen, dann seht ihr, ob die Folie mitkommt oder nicht. Bei mir passt es hier wunderbar. Und erst jetzt, wo alle Teile drauf sind, presse ich das für die kompletten 30 Sekunden. Da meine Heat Press, die ich hier verwende, kleiner ist als die Fläche, werde ich das einfach in mehreren Stufen machen. Das heißt, ich bleibe hier an einer Stelle, mache die 30 Sekunden, gehe dann an eine andere Stelle, bis ich alles abgedeckt habe. Und dann ist das schon fertig. Und ihr könnt das jeweils auch kontrollieren, wenn ihr durch die Flexfolie die Struktur von eurem Stoff seht, dann ist es richtig drauf, ne? Das war das erste Design. Dann kommen wir zum nächsten. Ich muss das hier ein bisschen schräg machen, damit das wirklich Platz hat. Das war ja das, was wir in 3 Teile aufgeteilt haben. Das heißt, ich habe das hier auch provisorisch zusammengeklebt quasi. Und einfach zum Platzieren. Jetzt habe ich es ein bisschen zu früh gelöst, ne? Wir müssen noch vorpressen. So, damit ich in etwa weiß, wo ich das platzieren will. So. Das heißt, die beiden unteren Teile nehme ich weg und lasse hier nur den oberen Teil. Dann den nächsten Streifen drauf machen. Und das war ja das, wo wir das quasi geteilt haben. Das heißt, das liegt jetzt einfach Kante an Kante und hat keine Überschneidung. Ne? Muss man das Ganze auch... Na. Hier. So. Dann pressen wir auch das wieder für 5 Sekunden. Und die 5 Sekunden macht ihr deshalb, weil die Folie schrumpft ein kleines bisschen, wenn ihr die presst. Und wenn ihr das zu lange presst, dann passen dann die Teile nicht mehr zusammen. Dann wird es ein bisschen schwierig, das richtig zu platzieren. Wir pressen auch das wieder für 5 Sekunden. So, und dann können wir das Ganze noch richtig für die 30 Sekunden pressen. So, und das ist schon das zweite Design, ne, mit diesen 3 Farbverläufen. Finde ich sehr, sehr, sehr cool.
dann kommen wir zum nächsten. Hier könnte man aufs Bild gucken, ne, wie das ursprüngliche Design war, aber ich habe mich hier entschieden, ich will das einfach, ich habe es so ein bisschen wild platziert und das Happy und Y'all wird über die Buchstaben drüber kommen. Das nehmen wir jetzt kurz nochmal weg, weil wir müssen ja den Stoff noch vorpressen. Und für diejenigen, die das mit dem Bügeleisen machen, ich habe es am Anfang auch gemacht, ich würde es heute auf keinen Fall mehr machen. So eine Heat Press, eine Easy Press ist echt Gold wert, kann ich so sagen. So, dann versuche ich das hier nochmal richtig zu platzieren. Dann nehme ich hier den weg. Und den hier unten logischerweise auch. Und lasse eigentlich nur die Buchstaben stehen. Und die presse ich jetzt auch so kurz. So. Und dann können wir noch den Rest drauf platzieren. Es gibt solche, die sagen, man darf nie Flexfolie auf Flexfolie machen, aber Sisa sagt selber, dass das eine stackable Folie ist. Das heißt, man kann die aufeinander aufbringen. Nie mehr mache ich genau das. Ein bisschen zu weit hier drüben. So will ich sagen. Wunderbar. Dann können wir die beiden auch noch kurz pressen. Und dann kommt noch das richtige Pressen für 30 Sekunden. So, das war das dritte Design. Und dann kommen wir noch zum letzten. Auch wieder vorpressen. So. Hier. Mal überlegen, wie wir das am besten machen. Die schwarzen, das war ja das, wo wir die Zweiteilung haben und hier eine kleine Überlappung haben. Von dem her würde ich behaupten, wir machen von oben nach unten. Das heißt, das nehme ich noch weg. Den Schriftzug nehme ich auch weg. Und der Rest geht wieder drauf. Dann können wir das pressen. Jetzt kann ich schon meinen Schriftzug hier reinpassen, weil ich sehe hier, das ist der E, ne? Hier ist auch ein E. Und deshalb müsste das hier reinpassen. Hier haben wir einen Cap, wo es reinpassen muss. Sie habt hier ganz viele Anhaltspunkte quasi, wo das schlussendlich zu liegen kommen muss. Ich würde sagen, so passt es. Pressen wir das. Weil jetzt haben wir so auch wieder Anhaltspunkte, wo der Rest hin muss. Die schwarzen Linien müssten sich leicht überlappen. Und trotzdem müsste das hier überall stimmen mit den gelben Linien. Und dann pressen wir auch das noch. Und dann können wir das noch die vollen 30 Sekunden pressen.
Und dann ist auch dieses Design schon fertig. Und so seht ihr, dass ihr mit der Cricut Joy, die schon sehr klein ist, und der größeren Matte, dass ihr da wunderbar große Designs machen könnt, die wesentlich größer sind als hier die Möglichkeit mit der Schneidematte. Also wenn ihr das so macht, wie ich euch das gezeigt habe, entweder hier eben das so ein bisschen aufzuteilen, das heißt in Einzelteile zu zerlegen, soweit es geht. Hier auch, wenn ihr ein Design habt, das schon zusammengesetzt ist, da hat man es gesehen, weil das Trick or Treat waren schon 3 Ebenen. Das könnt ihr wunderbar auseinandernehmen. Hier hatten wir das Happy und das Y'all, was zusätzlich noch zusammen war. Das könnt ihr auch auseinandernehmen und das dann so anordnen, wie das euch gefällt. Hier beim Welcome Fall finde ich übrigens extrem cool, das Design. Das wie quasi einen Schriftzug in 3 Blöcke zu unterteilen und das dann einfach wieder zusammenzubringen. Und ihr seht hier wirklich keine Übergänge, also auch keine Lücken oder sowas. Das kann man wirklich schön platzieren. Selber auch hier, wo wir den großen Kürbis auseinandernehmen mussten. Wenn man es nicht weiß, sieht man das eigentlich nicht, dass das Schwarze unterbrochen ist. Also hat auch wunderbar funktioniert. Das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Mal wieder ein Video zur Cricut Joy. Ich finde die immer noch für Einsteiger eine super Sache. Und hier seht ihr eben auch, wie ihr damit auch größere Sachen machen könnt, die über die Maße der Cricut Joy drüber hinausgehen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und dass es euch gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I'm in the spotlight.